Kannst doch einfach jetzt schon aufhören, niemand zwingt dich. Doch, die Stimmen in meinem Kopf. FEC macht keinen Spaß und das Spiel kaputt. Das erste Mal war cool, aber jedes Mal ist blöd. Tja, ich habe da 10.000 aktive Spieler täglich, die dir widersprechen würden, Mr. Boat. Dr. Professor Boatinger. Ich habe da eine Stadt, die aus allen Nähten platzt. Auf dem FWC-Server, die da ein Wörtchen mitzureden hat. FEC voll doof? Du bist doch der größte Sucker für den FEC-Server, Jester Acer. Quitten doch eh wieder alle, wenn FEC vorbei ist. Ja und? Ich nicht. I am here to stay. Ich nicht, Mr. Boatinger. Ich nicht. Jedes Mal ist doch erst das zweite Mal, Crooklyn. Das stimmt, ja. Aber wenn sie es nächstes Jahr nochmal machen, ich würde sagen, dann ist es schon eine Tradition. Wie? Ja, ich bin gerade zweimal zeitgleich auf dem gleichen Account online. Ich war gerade auf dem gleichen Account zweimal online. Ihr könnt mich von nur noch Hackerman nennen. Grüß Gott, mein Name ist Hackerman, der Allerechte. Cs? Hört sich ganz schön fishy an, um ehrlich zu sein. Du Baro, für was steht das denn? Du zahlst Baro, weil wir Steuerhinterzio? Du Baro, wir Steuerhinterzio? Oder was ist da so der... was ist der Slogan von der Firma? Der größte Fehler der deutschen Flive-Community war, sich zu splitten. Weil so viele gedacht haben, der deutsche Server könnte nicht überleben. Dabei ist es eher andersrum. Wenn alle Deutschen auf Borodeng spielen würden und nicht auf Totemia, dann könnte Totemia nicht überleben. Ohne die Deutschen wäre Totemia nichts. Ohne uns Deutsche wäre Totemia ein Wrack. Stell dir vor, alle Deutschen würden auf Borodeng spielen. Wir könnten sogar La Wolf Konkurrenz machen. Aber nein. Nein. Musste sich ja splitten. Diese verdammten Deutschen. Mussten sich ja splitten. Idiota. Oh, falsches Blinkwing. Verräter? True. True that. Gibt es eine Taste, damit die Leecher folgen, oder muss man immer manuell anklicken? Taste Z ist das. Aber die kennst du wahrscheinlich schon. Also direkt zum Folgen gibt es keine Taste, ne. Musst halt den Charakter anklicken, dann Taste Z. Aber Jester Acer, du sprichst ein interessantes Thema an, über das ich jetzt gerne eine halbe Stunde referieren würde. Und zwar die wildesten Tastenbelegungen in Flive Universe. In Flive Universe kannst du ja eigentlich alles neu belegen. Also nicht eigentlich. Lass es. Sir. Ich muss Sie gleich des Hörsaals verweisen, wenn Sie weiter so frech sind. Stören Sie nicht die Vorlesung. Du kannst in Flive Universe tatsächlich eigentlich alles neu belegen. Ich wüsste eigentlich nicht, was nicht geht. Und das wiederum heißt, was sind die wildesten Skill- oder Tastenbelegungen, die ihr habt? Haut mal raus. Also ich bin langweilig, ich habe alles auf Standard eigentlich. Bis auf, ich glaube, die oberste Leiste bei mir habe ich mit F-Tasten belegt. Standardmäßig ist das, glaube ich, Steuerung. Steuerung 1, 2, 3, 4, 5 und so. Glaube ich. Keine Ahnung, was das für eine bescheuerte Tastenkombo ist. Wer würde lieber Steuerung plus Zahlentaste drücken, als einfach F1, F2 und so. Also ich verstehe nicht, warum die F-Tasten einfach Standard sind. Aber wahrscheinlich liegt es daran, dass es im Browser ist oder so. Weiß ich nicht. Jedenfalls, ja. Habt ihr da was Interessantes schon mal gesehen, gehört oder selber gemacht? Oder seid ihr auch langweilig? Keine Ahnung. Die Standard-Flive-Belegung von Flive passt schon. Und da Flive ja eigentlich recht simpel ist,
Also wenn du nichts ultra kompliziertes machst, dann brauchst du eigentlich auch keine komplizierten Tastenbedingungen. Aber es ist schon nice to have, dass du es theoretisch machen könntest, wenn du es brauchst. Aber ich sehe schon, es wird nicht viel genutzt. Ja, das ist schon etwas, was ich bei Flive PC so, oder bei Flive Universe so ein bisschen vermisse, bei Flive PC. So einfach so dieses, ach, heute habe ich nicht so viel Bock auf Leveln. Ich farm einfach Dungeons. Aber du musst ja dann auch keine Gruppe suchen und dann absprechen und halt schauen, dass halt einer tankt und du mindestens 2 gute RMs hast und was auch immer. Sondern du machst einfach Party 40 und dann farmst du einfach deinen Tramnook, deinen Royal, deinen Queens, deinen Hernes. Farmst einfach alles durch. Aminos. Es ist schon langweiliger auf Dauer irgendwie, I guess, weil du halt alles solo machst. Aber du bist halt auch einfach so unabhängig. Ja? Du kannst einfach sagen, ich farm jetzt, ich habe jetzt Bock auf einen Dungeon, ich mache jetzt einen Dungeon. Und wenn du dann keinen Bock mehr hast nach einem Dungeon, dann sagst du, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und bist dann nicht irgendwie so... Na gut, okay, wenn du jetzt vielleicht nach einem Dungeon keinen Bock mehr hast, ist zwar blöd, aber kann man natürlich auch nichts machen. Kannst du niemanden zwingen, weiter zu zocken. Aber es ist halt in Flive Universe vom Aufwand her so, da hast du schon mal eine geile Gruppe oder so, dann willst du dann in der Regel auch eigentlich mindestens noch zumindest einen zweiten Run machen. Wenn nicht sogar dann gleich 2, 3 Stunden oder 2, 3 Rotationen oder whatever. Das ist halt immer so schwierig. Da war Flive PC schon ein bisschen simpler. Langweiliger, zugegebenermaßen. Die Runs waren langweiliger. Aber besser integrierbar. Besser planbar. Auch. Hauptsächlich halt, wie gesagt, weil du einfach nur von dir selbst abhängig bist und da weiß man ja, was Sache ist, so ungefähr. Vor allem, wenn du mit random Leuten farmst, da ist es immer schwierig. Das Schlimmste letzten FEC war eigentlich immer, es ist, glaube ich, nicht so oft passiert, dass man dann gar nicht den Dungeon geschafft hat. Aber es war schon immer so ein Letdown, wenn dann jemand halt gejoint ist. Da gab es auch immer wieder so Kandidaten, da hatten wir Leute, die sind dann die Dungeon-Gruppe gejoint, dass halt gesagt, ja, wir brauchen einen Ringmaster oder so, komm. Dann kommt der, da ist er erst mal 5 Minuten beim Kacken. Dann kommt er irgendwann. Dann geht er nochmal zwischendurch AFK, dann bist du beim Boss nur zu 7. Und dann irgendwann kommt er wieder und dann heult er auch noch rum, dass er keine Fragmente bekommen hat, wobei den ganzen Dungeon Run einfach nur AFK war, basically. Also bei so random Leuten, das ist schwierig. Das ist halt jedes Mal eine Wundertüte, was du bekommst. Also grundsätzlich geht Flive erst ab Level 60 los, auf jeden Fall. Alles, was vor Level 60 passiert, hat mit Flive oder was die Relevanz angeht, einfach keine Bedeutung. Du kannst vor Level 60 nichts. Du bist nichts. Du bist Abschaum. Du kannst nicht singen, du kannst nicht tanzen. Für mich hört sich das alles an wie Kermit of Ecstasy. Es ist so, du machst quasi an den ersten 7 Monstern, also ob das die ersten 7 sind oder nicht, das ist vollkommen egal. Einfach, du machst an 7 Monstern, machst du deinen vollen Schaden, also 100%. Und ab jedem weiteren Monster machst du anteilig weniger. Also zum Beispiel beim 8. machst du halt, ich weiß nicht wie viel, spielt auch keine Rolle, weil es bei jedem weiteren Monster weiter sinkt. Weniger Damage. Das heißt, beim 8. und beim 9. machst du weniger Damage als beim 7. Beim 15. machst du weniger als beim 12. und beim 22. machst du weniger als beim 18. Also es wird immer weniger. Je mehr Monster du hast, desto weiter sinkt dein Schaden pro zusätzlichen Monster und bei jedem zusätzlichen Monster. Also du hast quasi immer 7, oder wie gesagt, aber 7 Monster, wo du halt vollen Damage machst. Dann hast du, keine Ahnung, 3 Monster, wo du 5% weniger machst. Dann hast du und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn du irgendwann 50 Monster hast, hatte ich schon, also gibt einen Wert, wo du dann legit irgendwann gar keinen Schaden mehr machst. Oder also wirklich minus 99%. Wenn du zu viele Monster pullst. Also das sorgt quasi dafür, dass du einerseits nicht unendlich viele Monster pullen kannst und halt andererseits einfach dafür, dass du halt auch einfach abgeschwächt bist und AOE nicht zu stark ist. Weil wenn du das nicht hättest, wäre es halt so, wie gerade schon gesagt, du könntest dann halt an einem richtig geilen Spawn einfach 50 Monster pullen. Wo zum Teufel kommt das her?
Du könntest halt dann im richtig kranken Spawn halt einfach 50 oder wie viel auch immer Monster pullen, vor allem als Face-Tank mit einem guten AOE-RM und vielen Power-Ups könnte man das vor allem natürlich krass abusen. Und ja, könntest dann, wie gesagt, 50, 60, 70 Monster pullen und die würden dann in 3 Sekunden sterben, wenn du genug Damage machst. Und du würdest dann abnormal viel XP bekommen, wo wirklich kein 1v1 auch nur ansatzweise mehr mithalten könnte. Ist ja so schon schwer genug für 1v1s mitzuhalten. Und genau deswegen ist das so. Wie unfair? Hold up. Das ist genau eben nicht unfair. Wenn es den Herd-Effekt nicht geben würde, dann wäre es unfair gegenüber Nicht-AOE-Lern. Also ich finde, Fly Universe hat das eigentlich relativ gut hinbekommen. Eine gute Balance aus... Also so wie es momentan ist, finde ich eigentlich passt es. Die Balance zwischen 1v1 und AOE. Gut, wir haben 6,8 Millionen. Schauen wir mal. Also eigentlich so Minimum 4 hätte ich jetzt gesagt. Hey, yo. 4? Hallo, wo sind meine 4 Diamonds? Wo sind meine 4 Diamond, man? Okay, da kommen sie. Sie sind hier. Meine Gäste sind eingetroffen. 5. Let's go.